Ja, so, damit heiße ich euch herzlich willkommen wieder in diesem Video an einer anderen Stelle. Wir haben hier die Notausfahrt, oder ich glaube, das liegt nördlich, wenn ich richtig orientiert bin. Werde mir das aber nochmal angucken. Also die zweite Ausfahrt auf jeden Fall aus der Kaserne, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Die schauen wir uns mal eben ganz kurz an. Wir sehen hier auf jeden Fall auch das Tor, wird schon das Tor sein, was da immer drin war, denke ich. Das ist hier dieser typische Baustil, ne, den man so 50er, 60er Jahren hatte, sag ich jetzt mal. Und von hier aus geht es dann ebenfalls natürlich auf den Kasernenbereich, wohin auch sonst. Das ist jetzt hier, es ist wie folgt: einige Gebäude sind eben permanent verschlossen. Die müssen uns dann aufgeschlossen werden und die müssen wir jetzt auch erst dann filmen. Die anderen Gebäude, die offen stehen, da haben wir nachher dann noch Zeit für. Die ganze Zugangskontrolle hier läuft über ein Bauwatch-System. Also es ist permanent, ist hier Videoüberwachung auf dem Gelände. Und wer hier drauf will, begründet drauf will, der muss sich dann eben entsprechend bei dieser Sicherheitsfirma anmelden und nach Verlassen des Geländes auch wieder abmelden. Jede Person, die hier, sage ich mal, erkannt wird auf der Kamera, da wird dann eben die Polizei gerufen, ne? Weil die sich hier unbefugt aufhalten. Gut, das nur zur Erklärung. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Der Club der Offiziere und Unteroffiziere. Richtig geiles Eingangsschild. Extra für uns aufgemacht worden. Bis sofort. Ja, hier vorne hatte man auf diesem Findling bestimmt auch mal was angebracht. Hier sehe ich auch noch irgendwie so Rostspuren, wie auch immer. Gut, nicht abschweifen. Da gehen wir jetzt rein. Und da kommt ihr jetzt mit. Und da sind wir mal gespannt, was uns da erwarten wird. Bitte ein Bit ziehen. Das Ziehenschild ist auch schon total klasse, finde ich. Richtig schönes Zeitdokument. Auch gibt es heutzutage auch gar nicht mehr. Dann haben wir erstmal einen pornösen Eingang mit diesen Spiegelelementen an der Wand und diesen Lampen da oben dran. Unglaublich. Dann kommen wir hier in diesen Raum. Ja, das erinnert einen schon so ein bisschen auch an Theater, sag ich mal, ne? Mit diesen Leuchten, die da oben an der Decke sich befinden. Das ist so der Garderobenbereich vielleicht. Da schauen wir uns doch erstmal jetzt hier links um in den Raum. Ja, das ist erstmal sehr schmucklos. Da haben wir nur so einen Server stehen. Steht auch nichts mehr irgendwie dran. Hier haben wir sehr dicke Türen, damit da wahrscheinlich der Schall nicht so mega durchdringt, wenn dann hier drin eine Party ist. Ja, und dann haben wir hier, also ich weiß nicht, allerfeinsten 80er Schick, würde ich sagen. Das sieht also richtig schlimm aus, aber eigentlich auch total geil, weil es halt ein schönes Zeitzeugnis ist, ne? Auch hier diese Einfassung da von diesem Datenport in Gold. Junge, da haben wir hier richtig einen vorgelegt hier. Ja, guck mal hier, eine Glastür da reingebastelt. Dann haben wir hier noch so einen Wintergarten, sag ich mal. Ja. So sieht das hier aus. Ja, genau, wahrscheinlich haben wir hier in der Nachnutzung dann mal als Kita. Hier haben wir noch so affengeile Reliefs in diese Tür. Also das sind so Sachen heutzutage würde das keiner mehr machen wollen. Das ist also auch sowas von aus der Mode gekommen. Oh, ich dachte schon, was klingt so komisch. Ich stehe hier direkt unter so einer Lampe. Dann gehen wir hier nochmal her. Also das ist hier auch so eine, ich denke mal, kleine Tanzfläche oder sowas gewesen. Oder vielleicht hat man hier oben auch gesessen und geguckt. Naja, wie auch immer. Eine genaue Analyse dieses Gesellschaftshauses brauchen wir jetzt natürlich auch nicht, ne? Da haben wir nochmal schön die Stadtsilhouette von Birkenfeld. Ich nehme auch an, dass es wirklich die Stadtsilhouette ist, dass man da jetzt nicht irgendwie eine Fantasie aufgemalt hat, damit es einfach besser aussieht. Das ist natürlich auch gerne mal gemacht worden. Irgendwas dazu gedichtet. Und das ist auch, das ist das Buchendekor, glaube ich. Und dann so, und so blaue Elemente da eingefasst. Das ist schon Vergewaltigung der Augen, möchte ich sagen. Brandschutztür, wir gucken mal einmal, ob wir da
ob wir und was wir da finden. Ah ja, das scheinen hier... Ah, okay, hier geht es dann in die Peripherie im Sinne von, hier hinten sitzt dann die Technik in dem Bereich. Da unten, das sind glaube ich alles Kühlschränke auch. Ja, das sind glaube ich Kühlschränke, ne? Ja. Noch mal schauen. Ja, das ist so System Gastronomie. Nee, das ist Zapfanlagen. 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 Ja, hier riecht es auch nicht so ganz so gut. Nee. Das ist hier nicht so prall. Nee, komm, so, wir haben hier Das ist deine Antwort. Warnung vor gefährlichen Gasen. So, wir gehen hier raus, das ist hier nichts. So, mal mit. So, gut. Ein Sternhimmel. Oh ja, stimmt. Da haben wir hier noch so, was ist das, so LEDs haben wir da eingesetzt, damit man hier noch ein bisschen romantische Stimmung erzeugen konnte. Also ja, über Geschmack lässt sich streiten, aber wie gesagt, es ist ja ein Zeugnis der Zeit. Ne? Heutzutage wird das keiner mehr so machen mit dieser Ausstattung. Aber insgesamt kann man schon ganz schön erkennen, was das hier war oder sein sollte. Ja, was haben wir hier vorne noch? Hier haben wir auch noch was. Achso, das ist das WC. Ja, gut, Leute, komm, das sparen wir uns. Das lassen wir mal so, wie es ist. Dann gucken wir hier vorne noch mal eben in diesen Raum rein. Oh, da haben wir aber auch eine richtig schöne Holzvertäfelung hier an der Wand und wunderbar beige angemalte Heizkörper. Ja, das ist schön. Gut, gehen wir hier raus. Auch hier die beigen Bedienelemente. So, du wartest. Komm mal her. Dann gehen wir hier einmal nach oben und schauen uns das mal eben an. Oh, da ist Telefon. Da gehe ich. Ja, allzu schlecht kann man sich das ja nicht gehen lassen, ne? Da gehe ich gleich mal eben dran, je nachdem. So. Ich muss mal eben kurz ans Telefon gehen. Ja, entschuldigt bitte die Unterbrechung. Ich musste da noch mal eben gerade gucken, wer mich da angerufen hat. Also wir haben uns jetzt in den oberen Bereich dieses Unteroffizierheims begeben. Wir gehen gleich noch in das, was ihr da alles seht. Als erstes ist uns allerdings ins Auge gefallen der große Saal. Und da gehen wir jetzt doch mal eben kurz rein. Das heißt, die Tür selber ist verschlossen. Man kann aber über diesen Raum, hier ist so eine Heizungsverkleidung hier angebracht, kommt man dann hier rein. Und dann schauen wir noch mal eben nach. Junge. Was ist das? Und was ist das? Das ist natürlich auch... Also das könnte auch irgendwo in Ostberlin gestanden haben. Das sieht sehr interessant aus, das muss ich sagen. Klasse Raum, hier so eine Akustikdecke haben wir da reingemacht. Und dann diese Lampen, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das so nennt. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Ensemble, was sich hier befindet. Und hier wird wohl manch ein Tanz stattgefunden haben. Ja, hier vorne nehme ich auch wieder an die Stadtsilhouette von Birkenfeld, die man da sieht. Und ja, dann sind wir hier in dem Bereich. Da kommt der Dennis, der hat gerade noch ein bisschen was nebenher gefilmt. Und hier, das ist glaube ich auch noch Weihnachtsdeko von irgendwann einmal. Auch diese Lampen hier sind dann schon auch irgendwie wieder cool. Also schöner Raum. Hier liegt wohl leider das Laminat auch überall hoch. Das ist vermutlich auch der hohen Luftfeuchtigkeit hier geschuldet. Hier hinten haben wir noch einen Raum. Wir können diesen Saal auch, ihr seht das hier, diese Abtrennung, die ist modular. Die kann man also irgendwie auch zur Seite machen oder verschwinden lassen in irgendeiner Weise. Ja, das ist der große Saal hier oben. Schöne Sache. Mal eben gucken, ob wir hier vorne durchkommen. Kommen wir. Und hier sind wir dann noch wieder in den hinteren Bereichen. Und immer schön den Hund auf jeden Fall mitnehmen. Immer schön mitnehmen. Ach du Scheiße.
kommen wir nicht mehr durch. Die Tür ist zu. Boah, guck mal hier. Ja, jetzt haben wir gerade so richtig, das war so richtig eigentlich so eine Szene aus irgendeinem Urbex-Video. Oh, die Tür ist zu. Ja, die ist jetzt wirklich zu, die Tür. Die ging nämlich nicht mehr auf. Jetzt steht der Hund noch im großen Saal. Den muss ich gleich mal eben holen. Ich hole den mal. Ja, wir sind auf jeden Fall hier in der Küche. Die sieht natürlich auch noch richtig, richtig gut aus, sag ich mal. Hier ist nichts verspackt und so. Das ist alles nochmal gereinigt worden, ne? Mit Ceranfeld. Ja, aber das ist, glaube ich, auch, da verrennen wir uns. Hier ist noch so ein kleiner Speiseaufzug. Tragfähigkeit bis 100 Kilo. Bei Edgar Wallace wäre dann da Klaus Kinski mitgefahren und als Leiche unten angekommen. Wobei der ist nicht so groß wie bei Edgar Wallace. Gut, gehen wir mal hier weiter. Dexter, komm hier. Ja, hier ist so eine Essenausgabe. Und dann haben wir hier noch irgendeinen kleinen schmucklosen Raum auch. Der ist hier wohl dann mal als, ja, man sieht es auch, ne, da steht eine Tafel. Das ist hier wahrscheinlich dann als Klassenraum benutzt worden. Steht auch hier dran, wer jetzt gedacht. Gut, das WC. Ja, vielleicht ist das. Nee, das ist nicht. Nee. Da gehen wir wieder raus. Komm mal her. Da sind jetzt keine Marmortoiletten drin oder sowas. Ja, und dann haben wir hier vorne nur noch einmal das sogenannte Birkenfelder Zimmer. Da schauen wir mal eben kurz. Hier haben wir auf jeden Fall einen Teppichbelag. Und ansonsten ist das hier, ja, wie soll ich sagen, das ist ein recht kalter Raum irgendwie. Ob hier mal schöne Sachen an der Wand hingen, die man sagen könnte, ja, das war mal irgendwie was Heimeliges hatte. Also so richtig gefallen tut mir das jetzt hier oben nicht. Gut, egal. Ich denke, dass wir hier mit diesem Offiziersheim, mit dem Clou, dass wir damit auch durch sind. Ich schalte das jetzt hier aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mit diesem Eindrücken heiße ich herzlich willkommen im Gebäude Block Nummer 2. Hier befand sich das Fernmeldezentrum. Wir haben im oberen Teil bisher nur recht schmucklose Verwaltungstrakte, sag ich mal, sehen können. Der interessante Bereich befindet sich wohl unten im Keller. Da gehen wir natürlich gleich noch hin. Aber ein paar Eindrücke hier auch von diesem Bereich wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So gehen wir hier mal eben einmal durch. Das ist wirklich kühler Verwaltungstrakt. Es also hat jetzt nicht so den Charme, den man manchmal in so älteren Kasernen hat, in den Blöcken. Aber man weiß, dass hier so das normale Soldatenleben eigentlich nicht stattfand. Hier waren dann halt, ja, wie soll ich sagen, ne? Hier wurde jetzt nicht unbedingt irgendwelche Appelle gemacht und so weiter. Hier war dann also dieser Fachdienst quasi tätig und ist dann hier seinen Aufgaben nachgekommen. Ja, das Ganze, hier ist auch nichts mehr sonst weiter an den Türen zu erkennen, außer gerade den Hauptgeib, den haben wir da noch gefunden. Was haben wir hier noch? Ja, hier hat sich auch noch mal einer so ein bisschen wohnlicher das Ganze eingerichtet, ne? Mit so einer Deckenverkleidung da, irgendwelche Balken da, Schmuckbalken, sag ich mal, Zierbalken da reingepackt. Ja, ob das hier so ein kleiner Gesellschaftsraum vielleicht auch war für die Männer hier, das mag alles wohl möglich sein. Hier ist auch noch ein Teppichboden drin. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal, genau, hier ist noch so eine Lampe auch angebracht. Also es ist wirklich ein sehr kleiner Raum, ne? Aber interessant. Also wenn jemand hier zu dem Raum noch was weiß, wer sich den mal eingerichtet hat, wofür, immer in die Kommentare damit. Ja, wir gehen jetzt. Gehen wir? Ja, wir gehen. Die Tür ist offen. Wir gehen jetzt noch mal eben eine Etage höher. Ich schalte euch da oben dann wieder dazu. Ja, eine Etage höher. Da haben wir noch den Feldwebel Gerstner an der Tür verewigt. Hier sind noch etliche andere Namen. Mache ich jetzt nicht. Die werde ich jetzt nicht alle abfilmen. Unten war alles kahl. Hier oben stehen noch ziemlich viele Sachen dran. Gut, Bundeswehrverband Aufkleber haben wir hier noch. Wir haben hier einige Aufkleber, die ganz schön waren. Ja, der Dennis hat euch noch ein paar Fotos gemacht. Das Ganze wird hier auch noch so ein bisschen nachher aufbereitet. Ne? Dann kommen auch noch so ein paar Fotos auf jeden Fall von.
mit ins Video. So, das weiß ich gar nicht, was das war. Das war je nach Klimaanlage aus oder sowas. Ja, hier gehen wir nochmal weiter. Ja, sorry, jetzt mal einmal kurz nochmal schwenken. Hier haben wir noch so einen kleinen Bereich. Guck mal, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ich filme es euch nur mal eben ab. So, schöner Aufkleber auf jeden Fall. 2007 war das alles. Gehen wir hier nochmal weiter. Schön. Hier haben wir auch nochmal wieder diese Serverräume. Ich glaube, zu diesen Serverräumen hatte mir jemand was geschrieben. Ich schaue da mal nach. Oh, da unten steht das Auto. Da sind Dacharbeiten. Da wird also ein Dach scheinbar, das wird scheinbar saniert, das Dach. Da gehen wir hier mal durch. So, oh, guck mal hier, da haben wir noch mal eine schönere Struktur hier. Das ist erstmal so Sicherheitsbereich, Waffenkammer, irgendwie sowas wird sich dahinter befunden haben. Da können wir mal gucken. Das ist auch sogar nicht nur vergittert, es ist auch noch verplexiglas dahinter. Eine Klingel haben wir, steht irgendwas drauf? Nein, warten Sie. So, und da haben wir das ganze Ding hier alles noch schließfertig, schließfähig. Gittertür steht da drauf auf dem Teil. Das ist sehr interessant. Hier vorne so eine Alarmanlage bzw. so ein Bediencode, Bedienteil für irgendetwas. Wir gehen hier mal weiter. Ja, das ist dann so ein bisschen holprig manchmal auch. Gut, erstmal ist hier so jetzt nichts weiter. Ich nehme an, dass wir hier wahrscheinlich einfach nur sicherheitssensible Technik wahrscheinlich hatten. Hier war wahrscheinlich in der Verwaltung mehr, oder sagen wir mal so, hier wurden eben Dinge bearbeitet, vermutlich, ja, die so in den anderen Bereichen eben nicht verarbeitet wurden. Ja, das ist auch ein tolles Rumgeschwurbel, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Hier kommen wir nochmal auf den Dachboden des Gebäudes. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt hin. Schön, da ist nichts mehr. Okay. Ja, genau, der Löscheimer, die Kübelspritze. So, und hier haben wir auch wieder das gleiche Dachgebälk im Endeffekt. Beziehungsweise wir haben es auch wieder so mit so einer Behandlungsschicht überzogen. Ja, gut, Leute. Das soll es jetzt erstmal von hier gewesen sein. Wir schauen uns jetzt gleich mal eben den Keller an, wie es da aussieht. Und da soll es doch weitaus ergiebiger sein. Ja, hier ist nochmal der Eingang. Wir haben, glaube ich, auch 2 Eingänge hier, aber durch die sind wir vorhin reingekommen. Wir gehen gleich in den Keller, aber wir haben hier vorne noch eben eins entdeckt. Hier haben wir noch einen Anbau an dem Gebäude dran. Das wollte ich auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und zwar haben wir das IT-Zentrum hier, der Herzkaserne. So habe ich es ohne Spiegelung, sieht super aus. Und dann gehen wir hier mal einmal gucken. Das Ganze ist hier mit einer Personenzugangskontrolle. Also hier musste man dann entsprechend seine Ausweise wie auch immer abgeben, damit man überhaupt reinkam. Da ist ja extra Klingelschild. Ja, und dann ging man hier hinein und letzten Endes befindet sich in diesen Räumen im Endeffekt nur die IT, beziehungsweise hier sehen wir die zentrale Serverfarm. Ja, das Ganze stellt sich dann so dar. Sind jetzt natürlich auch so Dinge, die jetzt nicht sonderlich militärisch sind in dem Sinne. Das ist ja alles hier letztendlich zivile Technik. Sowas findet man dann oder fand man in dieser Art wahrscheinlich in jeder etwas größeren mittelständischen Firma irgendwo. Aber wir haben es mal eben gefilmt. Eine Teeküche hat man hier auch. Und hier vorne haben wir noch, was haben wir denn hier? Weiß ich nicht. Hier steht aus dem Schild, werde ich nicht schlau, aber es ist auch irgendwie in irgendeiner Weise Technik-Elektronikraum gewesen. Ja, gut, dann haben wir das.
Und ja, jetzt bereiten wir uns mal eben vor auf den Gang nach unten in diesen Bunker. Ja, also von da vorne kommen wir. Und jetzt schauen wir uns mal diese Bunkergeschichte hier an. Wir haben da gerade ganz kurzen Blick schon drauf geworfen, aber auch festgestellt, oh, das ist doch ziemlich viel hier. Und da müssen wir mal eben schauen, was es hier zu schauen gibt. Zunächst einmal haben wir hier natürlich so eine typische Drucktür. Diese Richtung, die führt also in die Richtung, wo auch dieses Krypto-Center ist, beziehungsweise durch diese Tür und dann über die Treppe, die ihr da seht, kommt man wieder in den Bereich, in dem wir gerade eben waren und uns diesen IT-Bereich angeschaut haben. Auf der Karte nennt sich das Ganze auch Crypto Center. Ja, dann gehen wir hier mal rein, schauen mal, welche Eindrücke wir von der ganzen Geschichte hier haben. Das macht jetzt erstmal nur den Eindruck eines relativ simplen Schutzraumes aus. Genau, hier haben wir auf jeden Fall die Dekontaminationsdusche, weil das sieht man ganz klar an diesem Becken. Das würde also letztendlich bedeuten, man kommt dann hier rein, muss hier in diese Dekodusche, beziehungsweise wir haben hier noch, was war das? Ach so, das war die, ich habe gesagt, was für Geräusche sind jetzt hier? So, ja, dann hat man hier irgendwas. Da ist irgendwie ein Erdstopfen. Nee, weiß ich auch nicht. Ist das ein Abgang? Ja. Also Bunkern und so, das ist nicht immer unbedingt meins. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was das hier ist. Ob da vorne auch so eine Waschgelegenheit irgendwie aufgestellt war. Irgendwas. Naja, hier geht es auf jeden Fall dann rein. Hier ist diese Dekontaminationsdusche. Da schauen wir mal eben, wie das dann hier hinter aussieht. Hier haben wir auch noch mal so einen schmucklosen Raum. Das wird auch irgendwie ein Waschbecken gewesen sein. Wahrscheinlich da vorne auch eine Toilette. Hier geht es weiter. Hier ist auch jetzt nichts draus zu erkennen. Hier hängen viele Spinnenweben. Wahrscheinlich wären da die verstrahlten Sachen vielleicht reingekommen. Ja, hier haben wir wieder diese Steine, mit denen man es ausfüllen kann. Ja, guck hier. Und dann haben wir hier den Bereich, in dem man sich dann vermutlich auch nochmal irgendwie ausweisen musste. Oder es war auf jeden Fall in irgendeiner Weise eine Durchreiche. Vielleicht hat man hier auch frische Sachen bekommen, nicht dekontaminierte Klamotten. Mag sein. Das ist hier auf jeden Fall alles auch älteres Semester. Das ist hier nicht irgendwie nachträglich gebaut worden. Das ist schon auch wirklich die alte Substanz. Ja, hier haben wir auch nochmal so einen Raum. Da liegen noch Blumenkästen. Genau, Pflanzkübel liegen ja noch. Naja, das sind Abdeckungen oder so. Ach, das sind hier, glaube ich, das sind so Laufschienen für Schubläden oder sowas. Ja, gut, das ist dann dieser Raum hier. Hier haben wir irgendwie auch Elektrik drin. Unverkennbar. Und dann haben wir hier vorne nochmal, guck mal hier, da haben wir nochmal richtig speziell gesicherten Raum. Das ist natürlich sehr interessant. Da haben wir noch ganz klasse, richtig dicke Eisenstäbe. Mal gucken wir mal, wie die... Ja, okay. Gefüllt sind sie nicht. Ja, sind auf jeden Fall hohl, aber dennoch interessant. Bevor wir da reingehen, hier rechts haben wir noch einen kleinen Raum, den nehmen wir noch eben mit, der Vollständigkeit halber. Das ist hier auf jeden Fall auch ein Partyraum gewesen. Hier hat man diese schicken Lampenschirme angebracht. Dann hat man das hier noch so ein bisschen wohnlich verkleidet oder ist auf jeden Fall versucht, wohnlich zu verkleiden. Ja, die Technik, die hat man dann irgendwie da freigelassen, dass man noch mal dran gehen könnte. Aber das war mit Sicherheit auch alles nach der Nutzung dieser Anlage. Die Durchreiche ist natürlich jetzt hier in den Partyraum richtig klasse. Also ja, hat man da irgendwie mit integriert in die Geschichte hier. Ja. Ein weiterer Raum noch. Da hinten steht auf jeden Fall auch noch irgendwie Technik drin. Das wird auch natürlich irgendwas mit den Servern zu tun gehabt haben. Ich gehe einmal kurz nach vorne. Ja, uninteressant, schmucklos. Jetzt für die Leute, die die Technik interessiert, ist das vielleicht schön, aber allgemein. Die siehst du ja sonst gar nicht mehr so. Die sind ja immer irgendwie kaputt und Ja,
das stimmt. Und so eine gesicherte Ausführung ist schon geil. Das ist natürlich alles noch wirklich sehr schön erhalten hier und in bestem Zustand. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Ja. Schon toll. Ja. Gut, ja, dann gucken wir erstmal, was sich da hinten verbirgt in diesem Raum. Alarmgesicherte Tür auch. Hier haben wir Sperrzone für Handys. Hier durfte auf jeden Fall nichts mitgefilmt werden. Hier haben wir noch so einen kleinen Durchguck wahrscheinlich. Schauen wir mal eben, wie sich das hier gestaltet. Ah ja, genau. Dann haben wir hier so, sagen wir, die andere Seite. Da konnte man aber auch in irgendeiner Weise kommunizieren, irgendwas durchreichen wahrscheinlich. Ja, und dann, wer hätte es gedacht, sind wir schon am Ende. Hier ist gar nichts mehr. Ich hätte jetzt nämlich eigentlich erwartet, dass wir hier noch weiterkommen, dass sich da noch was auftut. Tut es aber gar nicht. Also hier muss in irgendeiner Weise was gestanden haben, was dann nochmal gesondert gesichert wurde. Das ist irgendwie so eine Art Rahmen, das ist so eine Art Aufnahme hier. Man konnte auf jeden Fall was einbringen in die Geschichte. Und dann haben wir hier vorne das auch noch ausgekleidet mit so einem Blech. Und hier haben wir so einen kleinen Tresor noch, wo wahrscheinlich entsprechende Zugangsschlüssel zu irgendeiner Technik war. Hier haben wir nämlich auch noch mal das Gitter drin. Auf der Seite hier fehlt es, das war aber mal angebracht. Ihr seht das da oben hinter den Kabeln. Das hat mal irgendwer entnommen. Ja, und hier hinter, da stand wahrscheinlich einfach das Sensibelste, was man hier in diesem Bereich vermutlich hatte. Gut, wir gehen hier wieder raus und gehen nochmal geradeaus weiter in einen anderen Bunkerbereich. Und da nehme ich euch wieder dazu. Da waren wir gerade in dem Bereich und ja, hier ist wieder das Treppenhaus, nur zu eurer Orientierung. Da vorne sind wir reingekommen und jetzt geht das hier nochmal nach unten. Und hier ist so gesehen der Kompaniekeller und inwiefern uns dann hier auch noch Schutzräume erwarten, das werden wir gleich sehen. Hier ist eine Abstellkammer, hier hat man auf jeden Fall mal Altpapier gelagert. Hier haben wir auch nochmal so einen Verschlag, da kann man da irgendwie auch um die Ecke, wenn man das möchte. Und jetzt gehen wir mal hier in den großen Kompaniekellerbereich rein. So stellt sich das dar. Ah, der Dennis kommt gleich nach und filmt, leuchtet dann nochmal. Hier ist der Maschinenraum irgendwie. Können wir einmal einen Blick reinwerfen, ob da noch was drin ist. Ah ja, okay, hier sind die ganzen Luftschutzdinger drin. Hier ist auch eben aufgrund dessen, dass das hier laut war, aufgrund der Maschinen, ist hier eine Dämmung. Das hört man auch sofort, sobald man sich in diesen Raum hineinbegibt. Ja. Was ist das denn hier? Dann haben wir hier, warten Sie, ich hasse diese Türen, ey. So, wir mal einmal kurz hier gucken. Hier haben wir noch diesen typischen Sandfilter. Und dann haben wir hier noch irgendeinen Raum. Ja, das ist die andere Seite von dem Kompanieflügel. Ja. Ne? Ja. Machen wir erst den einen. Ja, lassen wir jetzt erstmal außen vor. Das nimmt uns hier nämlich überhaupt gar kein Ende mehr. Ja, so sieht das eben hier aus. Dann gehen wir jetzt erst in diesen Flügel rein hier. Gehen hier nochmal eben, schauen wir mal eben, was hier noch ist. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Dieses, was man hier an die Wand auch angebracht hat, ja, das dämmt auch total. Hört man. Das ist so eine, Hier war das Archiv. so eine Holzbeschichtung irgendwie an der Tafel. Ja, ich filme euch das mal eben kurz ab. So sieht das hier aus. Oder Stabsverwirbel wurde zum Oberstabsverwirbel. Haben wir elegant gelöst mit Kugelschreiber. Ja, gehen wir mal weiter hier. Hier sind noch irgendwelche Schwerlastregale drin. Hier ist noch ein Lagerraum, Elektroverteilung, Telefonverteilung. Ja. Hier geht es in den Schutzraum. BW 50, BW 25. Da sieht auch aus, als wenn da Wasser drin steht.
Da kommen bestimmt auch hier. Die Schutzräume selber, ach ja, hatte ich ja vorhin, wir waren ja in einem Schutzraum drin, in einem Kompanieblock. Ich habe das nochmal abgeklärt, es gibt hier keinen Schutzraum mehr, in dem Bestuhlung drin ist. Das ist also alles uninteressant, da muss man nicht reingehen. Wir machen das jetzt nur noch einmal exemplarisch hier, weil ich hier noch diese Körbe sehe, die da auch immer angebracht waren. Die liegen hier auf jeden Fall noch. Das ist schon mal mehr als in den anderen Räumen bisher zu sehen war. Dann gehen wir hier noch einmal rein. Ja, okay. Ein bisschen, was ist hier noch? Das sind diese Reste dieser Feldbetten, diese Absperrteile. Könnte auch schon sein, dass es irgendwie Ausstattung vom Kuhstall ist, dass man da Kühe mit getrennt hat. Aber ja, ist also fein säuberlich alles zurückgebaut worden. Hier liegen noch die ganzen Verbinder, wie auch immer. Schön, also schön, weil das hier auch recht sauber ist. Ne? Auch dieses Schild hier, das ist natürlich richtig klasse, dass es das so noch in diesem Zustand erhalten geblieben ist. Toller Zeitzeuge auch. Ja. So ein Schild siehst du nicht oft. Nee, das siehst du mit Sicherheit nicht oft. So ist es. Ja, hier geht das dann weiter. Ist aber auch irgendwie ganz interessant, so diesen ganzen nackten Raum mal zu sehen. Mit diesem Beton hier. So die Eindrücke hat man irgendwie auch nicht so oft. Ja, hier sind ja noch die Lampen drüber. Hier war dann diese Toilette nochmal wieder, diese Trockentoilette. Guck mal, ein Spiegel. Ja. Ah, Spiegel ist noch da. Jo. SE47. Ja. Schöne Sache. Wenigstens noch etwas gesehen hier in diesem Raum. Dann können wir hier auch wieder raus. Ja, wir gehen noch mal rüber in den anderen Flügel und da schalte ich euch noch mal zu, sofern sich jetzt hier nicht noch irgendwas Tolles tut. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Schirm haben, aber egal, das war jetzt hier der zweite Bunker unter dem Gelände, unter dem Gebäude 2. Und da haben wir gesagt, da gehen wir in den anderen Flügel, gehen wir erst im Anschluss nach dem einen Flügel. So, den haben wir jetzt durch und jetzt gehen wir hier in den zweiten Flügel dieses Bunkers, dieses Kompaniekellers und schauen uns das auch noch mal eben kurz an, wie das hier aussieht. Aha, okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal noch kleine... Ja, guck mal hier, da haben wir immerhin etwas drauf, was noch aus der Zeit auf jeden Fall ist. Das Ganze konnte man dann immer mit entsprechenden Farbstiften aufbringen und wieder abmachen. Hier steht noch was mit Volleyball und mit Fußball. Ja, ah ja, hier oben haben wir noch diese, nicht diese, sondern hier haben wir so Spots angebracht, die das Ganze dann beleuchtet haben, diese ganze Geschichte. So, warte mal eben kurz. Samstag, 16. August 97. Ja, das waren dann so Sachen, die hier mal irgendwie vielleicht zu einer Lage gehörten oder so oder einfach allgemein der Informationen galten. Ja, Ruderbruch war das. Nicht zu sagen. Ah ja, helfen Fluglauf von Ruderbruch. Gleichen Augen. Ja. Guck, dann haben die hier vielleicht auch so ein bisschen Lage gemacht währenddessen. Das kann natürlich alles gut sein. Dann haben wir hier noch eine Flak G4. Weiß ich nicht, ob das für Gruppe steht oder wofür G4 steht. Das sind alles Dinge, die kann ich euch so nicht sagen. Hier haben wir noch jede Menge, achso, das sind auch hier so, das ist hier auch Lage, Lage LTP. Ich weiß nicht, wofür es steht. Und das sind dann noch wieder taktische Zeichen irgendwelcher Einheiten. Ne? Das ist alles anderes Thema. Das ist nicht mein Thema hier sowas. Wer sich damit auskennt, der wird da schon was draus lesen können und interpretieren können. Ich kann das so nicht. Ja, hier haben wir noch eine Zuluft. Wahrscheinlich des Öfteren mal jemand sich die Birne derbe eingestoßen. Dann haben wir da mal so ein Styropor vorgemacht. Oh ja, dann haben wir hier noch das auch als Schallschutz quasi, diese Tür. Da haben wir so ein Schallschutzelement davor gebastelt. Ja, prima Sache. Hier fanden auf jeden Fall schon mal Gespräche statt, die vielleicht nicht jeder mitbekommen sollte.
Wie auch immer. Gut. Gehen wir hier mal weiter. Ja, genauso ausgekleidet wie die anderen Räume auch. Das auch alles auf diese Art und Weise. Dann haben wir hier noch Kellerlager, IT-Sektor steht da drauf. Ja. Auf jeden Fall ist das hier ganz schön duster, wenn man kein Licht hat. Dann darfst du mal nicht so schnell laufen. Du läufst überall rein, guckst. Nee, ich meinte das nicht so. Ich meinte das, guck mal hier. wenn du dein Licht auch anmachst, dann wäre es hier ganz schön duster. So. Ja, das war mein Gedanke dabei. Ja, hier ist auch alles isoliert. Merkst du auch direkt, dass du in so einem Akustikraum stehst. Hier ist kein Hall mehr, nix. Und es drückt auch so leicht auf den Ohren dann schon. Schon verrückt. Was haben wir hier noch? Irgendwas Dolles? Nee, letztlich das gleiche in grün. So. Ja. Jeden Papierschnipsel wollte ich jetzt auch nicht filmen. Hier haben wir auch auf jeden Fall nochmal eine Durchreiche. Kombifix. Was ist denn ein Kombifix? Wahrscheinlich sowas wie WD40. Oh, das ist auch interessant, das darf ich gar nicht zeigen. Dann gibt es nämlich gleich einen Klassenverweis und einen Tadel. Wenn wir sowas mit in die Schule bringen, was da liegt. Oh, ein BB50-Schutzbauwerk. Guck mal hier, einmal nach links Ja, früher, und einmal nach rechts. Die, wo wir bis jetzt waren, das war BB25. Ja. Und das ist die BB50-Ausführung. Hier haben wir noch die Liege. Der einzige Unterschied, der daraus besteht, ist halt, dass BB25 einen Zugang hat und BB50 hat einen doppelten Zugang. Ja, das ist doch schön. Das ist schön. Dann gehen wir auch hier nochmal einmal rein. Dann haben wir den. Ah ja, okay, hier ist da noch ein bisschen mehr zu sehen. Hier sind diese Pritschen auf jeden Fall noch da. Hier hat man unglaublich viel Technik nachgerüstet. Denke ich, dass das nicht von Anfang an in diesem BW-Schutzraum drin war. Ich nehme an, dass man das aufgrund dessen, dass man eben mehr IT-Leistung brauchte, später dazu kam. Zweckentfremdet quasi, vermute ich einfach nur. Ob das jetzt so ist, kann ich nicht sagen, aber es sieht mir irgendwie danach aus. Die Gewehrständer sind noch da. So, genau, die Gewehrständer sind auch da. Aber sonst die Elemente, auf denen man so sitzen konnte, das ist jetzt hier in diesem Raum auch nicht mehr vorhanden. Ja. Da hinten muss die Toilette da wieder drin gewesen sein. Da schaue ich jetzt nicht nochmal extra nach. Ups. Dann gehen wir nochmal eben auf die andere Seite des BW50-Schutzbaus. Hier unten haben wir noch, oh, Wasserkanister haben wir da auch noch stehen. Zwei Stück mindestens. Und, oh, nicht nur 2 Stück, hier haben wir eine ganze Batterie dieser Wasserkanister stehen. Ja, soll uns egal sein, kriegt man für 25 € auch bei eBay. Und vor allen Dingen, die kriegst du auch gar nicht verkauft, weil die nämlich keiner haben will. Du kriegst für diese Wasserkanister keinen vernünftigen Ausgießer. Das ist immer so groß, du musst dir selber was zusammenfummeln, weil es für dieses Maß nichts gibt. Ja. Die Schutzraumordnung, da hingen sie mal. Ja. Ansonsten denke ich, ist hier auch alles weg. Ja, das ist auch alles weg. Wir können noch mal eben zur Wand gehen, vielleicht haben wir da auch noch mal so ein schönes Schild. Haben wir und auch noch mal eine Bedientafel, Bedienungsanlage, wie das Ganze 91, letzte Woche. Ja. Das ist schon ein paar Tage her. Das ist ein paar Tage her und das ist auch genau die Zeit. So, dann machen wir einmal kurz. So sieht das aus. Ja, also hier liegt auch Wasser drin. Worausstieg. Dann können wir aus dem Gebäude auf jeden Fall auch wieder rausgehen. Die Toilette. Und schauen uns hier nochmal weiter in den Kompaniekeller um. Ich schalte euch gleich wieder dazu. Ja, jetzt sind wir wieder aus dem BW50 Schutzbau raus. Gehen hier weiter den Kompaniekeller entlang. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Hier ist genau die Kontaminationsanlage. Die haben wir dann hier drin, beziehungsweise eben Ist das nicht mehr hier drin. Ja, genau, die Dusche ist noch da. Wunderbar. Hier auch wieder dieser
Einlass und Abfluss. Hier die Seifenschalen. Das ist alles noch vorhanden. Auch hier sieht ganz nett aus. Hier eine Toilette. Und hier haben wir dann nochmal wieder irgendwie einen Raum, wo man wahrscheinlich Kleidung oder irgendwas empfangen konnte. Dann geht das hier nochmal weiter. Ja, guck an. Und dann sind wir auch schon im Gebäude. Beziehungsweise nicht im Gebäude, sondern im Treppenhaus. Das hier sieht man auch schon wieder Tageslicht da oben. Ja, müssen wir noch irgendwo hergehen jetzt oder sind wir hier eigentlich so durch? Sind die doch durch, oder nicht? Das hier wäre der andere Bereich, genau, die Dekontaminationsanlage liegt dann hier hinter der Mauer. Hier geht es auch nochmal in den BW 25 Schutzbau, wahrscheinlich. Ja, da liegt auch wieder Wasser auf dem Boden, steht Wasser im Raum, da brauchen wir nichts mehr machen. Ja, gut, dann wir verlassen Gebäude Nummer 2 in der Hoffnung, dass wir hier ja, so ziemlich alle relevanten Dinge einmal gefilmt haben. Und dann gehen wir jetzt doch mal wieder ans Tageslicht. Das finde ich doch immer interessanter. Wir haben da noch einiges zu zeigen und ich schaue euch dann gleich wieder dazu. Nachdem wir jetzt in Gebäude 2-3 drin waren, hat uns das Tageslicht wieder zurück. Und wir waren ja gerade schon in diesen Blöcken, beziehungsweise da vorne in dieser Kfz-Ausbildungsgebäude, Fahrschule. Da vorne haben wir die 17, da waren wir drin. Und diese hier sind alle gleich. Das ist also 16, 15, 14. Für die 14, da haben wir ebenfalls einen Zugang. Das gucken wir uns an. Und im Hintergrund von der 14 seht ihr schon so rechts hinter dem Gebäude hervorkommen. Da sieht man noch so ein flaches Gebäude mit so Waschbetonplatten verkleidet. Da kommen wir wohl auch rein. Da lassen wir uns mal überraschen, was es da gibt. Auf geht's!